Hallo, in diesem Video zeige ich euch, was die mittlere Änderungsrate einer Funktion ist und die momentane Änderungsrate und wie man sie berechnet. Nehmen wir eine beliebige Funktion f, die soll zum Beispiel das Wachstum einer Pflanze über die Zeit darstellen. Also wir haben hier die Zeit in Tagen aufgetragen und nach oben die Wuchshöhe in Zentimeter. Das sei eine solche Parabelfunktion. An diesem Graphen können wir erkennen, dass die Pflanze am 10. Tag 25 cm hoch gewachsen ist und am 20. Tag 40 cm hoch. Nun stellen wir uns die Frage, um wie viel Zentimeter pro Tag ist die Pflanze zwischen dem 10. und dem 20. Tag durchschnittlich gewachsen. Dazu markieren wir uns in x-Richtung den Zeitraum von 10 bis 20, also 10 Tage. Und in y-Richtung das Wachstum. Wir sehen, sie ist in dieser Zeit 15 cm gewachsen. Daraus können wir uns leicht ausrechnen, wie viel die Pflanze in diesem Zeitraum pro Tag im Durchschnitt gewachsen ist. Wir teilen 15 cm durch 10 Tage und bekommen eine durchschnittliche oder mittlere Wachstumsgeschwindigkeit von 1,5 cm pro Tag. Also in diesen 10 Tagen ist die Pflanze im Schnitt 1,5 cm pro Tag gewachsen, macht dann 15. Wir sehen, am Anfang ist sie etwas schneller gewachsen, am Ende etwas langsamer. Deswegen ist diese 1,5 nur ein Mittelwert über diesen Zeitraum. Und diesen Wert bezeichnet man als die mittlere Änderungsrate unserer Funktion f von x zwischen t gleich 10 und t gleich 20. Sie beträgt 1,5 cm pro Tag. Wir schauen uns an, wie man allgemein die mittlere Änderungsrate ausrechnen kann. Wir sehen diese 10 Tage hier, das ist die Differenz der beiden x-Werte, also x2 minus x1 gibt 10. Und diese 15 cm hier ist die Differenz der y-Werte, y2 minus y1. Und dann haben wir diesen Wert durch diesen geteilt und bekommen diesen sogenannten Differenzenquotient, den ihr schon aus anderem Zusammenhang kennt. Und das ist ja nichts anderes als die Steigung einer Geraden, die durch diese beiden Punkte hier geht. Also wir haben hier eine Gerade, die die Funktion in 2 Punkten schneidet und das nennt man eine Sekante. Deren Steigung ist, wie wir eben ausgerechnet haben, m gleich 1,5. Wir merken uns, die mittlere Änderungsrate ist die Steigung der Sekante durch 2 Punkte. Wir brauchen immer 2 Punkte und wird mit dem Differenzenquotient berechnet. Nun stellen wir uns eine andere Frage. Wir fragen, um wie viel Zentimeter pro Tag wächst die Pflanze am Tag 10, also nur an diesem Tag. Das nennt man jetzt die momentane Änderungsrate. Dazu lassen wir mal diesen zweiten Punkt hier auf den ersten zurutschen. Die verschmelzen miteinander. Wir haben jetzt nur einen Punkt und wir sehen, aus der Sekante wird jetzt eine Tangente. Eine Tangente ist eine Gerade, die den Graphen der Funktion nur in einem einzigen Punkt berührt. Und wie man die Steigung einer Tangente ausrechnet, das wisst ihr auch, das geht nicht mit dem Differenzenquotient, denn wir haben ja jetzt keine 2 Punkte mehr, sondern nur noch einen. Und da wisst ihr, die Steigung der Tangente ist einfach die Ableitung der Funktion an diesen Punkt. Das heißt, wir bilden die Ableitung unserer Funktion f von x. Wir sehen, da kommt die 2 nach vorn, gibt minus 0,1 x. Hier fällt das x einfach weg. Das ist unsere Ableitung. Und jetzt wollen wir die Steigung am 10. Tag wissen. Also muss ich für x 10 einsetzen. Dann sehen wir, erhalte ich eine Steigung von 2. Und somit können wir sagen, dass unsere Pflanze am Tag 10, also in diesem einen Moment, die Pflanze mit einer Wachstumsgeschwindigkeit von 2 cm pro Tag wächst. Wir sehen hier, diese Tangente hat eine Steigung von 2 cm pro Tag. Schauen wir uns noch die momentane Änderungsrate an einer anderen Stelle an. Sagen wir mal am 20. Tag, da ist ja das Wachstum langsamer. Ich nehme die gleiche erste Ableitung wie vorhin, setze jetzt hier für x20 ein und erhalte eine Steigung von 1. Also am Tag 20 wächst die Pflanze mit einer Wachstumsgeschwindigkeit von 1 cm pro Tag. Langsamer als am Tag 10.
Und noch ein drittes Beispiel. Wenn wir am 30. Tag schauen, sehen wir, dass hier die Steigung 0 ist. Tatsächlich, wenn wir 30 in die erste Ableitung einsetzen, kommt 0 heraus, denn es ist ja hier der Scheitelpunkt unserer Parabel. Das heißt, am Tag 30 wächst die Pflanze mit einer Wachstumsgeschwindigkeit von 0 cm pro Tag. Also sie ist ausgewachsen und hört hier auf, weiter zu wachsen. Also merken wir uns, die momentane Änderungsrate ist die Steigung der Tangente durch einen Punkt und wird mit der ersten Ableitung berechnet. Hier die Zusammenfassung. Die mittlere oder durchschnittliche Änderungsrate ist die Steigung der Sekante durch 2 Punkte mit dem Differenzenquotient und die momentane Änderungsrate ist die Steigung der Tangente an einem Punkt mit der ersten Ableitung. Schauen wir uns jetzt noch an, welche Anwendungsfälle es für diese Änderungsrate gibt. Es ist egal, ob es sich hier um die momentane oder die durchschnittliche Änderungsrate handelt. Wir schauen uns hier mal den Sachzusammenhang an. Wenn wir eine Aufgabe haben, in der es um das Wachstum einer Pflanze geht, dann gibt eine Funktion h von t, meinetwegen das h steht für die Höhe und t für die Zeit, gibt die Wuchshöhe in Zentimetern an. Und die Änderungsrate, sagen wir mal die momentane Änderungsrate, ist die Ableitung und deren Bedeutung im Sachzusammenhang ist die Wachstumsgeschwindigkeit. Und die wird gemessen in Zentimeter pro Tag. Wir sehen, wenn ihr Physik kennt, Weg pro Zeit ist eine Geschwindigkeit. Ein zweiter Sachzusammenhang, wenn es um die Vermehrung geht von Tieren, Menschen oder Pflanzen, dann nennen wir mal die Funktion n von t die Anzahl der Tiere als Funktion der Zeit. Und dann ist die Ableitung davon die Zuwachsrate der Tiere pro Jahr. Also wie viele Tiere kommen durch die Vermehrung pro Jahr hinzu. Oder wenn es um einen Ballonflug geht, dann können wir die Höhe des Ballons als Funktion h von t ausdrücken. Wie die Buchstaben heißen, ist nicht bedeutsam. Wir können das auch x und y oder f von x nennen. Diese Funktion gibt die Flughöhe in Metern an. Das nennt man immer die Bestandsfunktion, was wir hier sehen. Und die Ableitung davon nennt man dann die Änderungsrate. Beim Ballon wäre das die Steiggeschwindigkeit. Die wird in Metern pro Minute gemessen. Oder wenn es um den Wasserstand in einem Behälter geht, vielleicht ein Regenfass, das gefüllt wird, dann ist die Bestandsfunktion die Füllhöhe, also der Wasserstand in dem Fass in Zentimetern. Und die Änderungsrate ist die Steiggeschwindigkeit der Wasseroberfläche in Zentimeter pro Minute. Und noch ein letztes Beispiel. Stadionbesucher, die strömen ins Fußballstadion. P von t sei die Anzahl der Personen, die sich im Stadion befinden. Und wenn wir die Tür öffnen, dann strömen ja weitere Personen hinzu. Und diese Änderungsrate wäre dann die Ableitung P'. Das ist der Zustrom von Personen pro Minute. Wenn wir uns mal diese Änderungsraten hier anschauen, da fällt etwas auf. Änderungsraten werden immer pro Zeiteinheit angegeben. Pro Tag, pro Jahr, pro Minute oder irgendetwas anderes. Daran könnt ihr in einer Anwendungsaufgabe erkennen, dass es sich hier um eine Änderungsrate handelt, während man diese Funktion die Bestandsfunktion nennt.